Ich muss gerade sagen, ich möchte noch mal erklären, warum ich mich eigentlich gerade so ärgere. Weil Max Payne eigentlich nie so ein Superheldenspiel ist. Und das fühlt sich hier gerade alles viel mehr wie irgendein Call of Duty oder sowas an. Und das ist einfach... Es ist einfach nicht richtig. Das passt einfach nicht. Ja, es tut super weh. Ich fresse 500 Kugeln. Und die ganze Scheiße, da ist einem in jeder Mission von völlig egal welcher Fraktion, sei es Mafia, sei es Ufe, sei es Commander Sombra oder UP oder wie auch immer die ganzen Kasper heißen, gefühlte 500 Millionen Leute entgegengeworfen werden. Mit militärischer Ausrüstung und all so einer Scheiße. Wie gesagt, es ist einfach nicht mehr das, was es früher war. Die Geschichte, die sie erzählen, ist immer noch sauspannend und geil, aber das Spielen an sich ist einfach nicht mehr witzig. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. I needed something to help me adjust to being back on land. So, jetzt schauen wir erstmal, ob hier noch wieder irgendwas rumliegt. Echt, ehrlich? Das wackelt auch so brutal hier. Jetzt habe ich sie, glaube ich. Da kommt noch einer. Haben wir noch andere Waffen? Weniger. Passos ist jetzt wieder da hinten zurückgeblieben. Ich will da eigentlich gar nicht rein. So, Nummer 1. Da mein Gewehr wieder. Sehr schön. Haben wir damit wenigstens 170 Schuss und sind halbwegs fit. Jetzt werden sie uns wahrscheinlich gleich wieder irgendwo böse erwischen. Ah! Der letzte der Gruppe. Sehr gut. Kann man danach immer ein bisschen befreiter oder durch die Gegend laufen. So, da sehe ich einen Painkiller, aber beweg dich doch mal ein bisschen schneller. Ja, er meint damit seine Pillendose. So, und was gibt's hier? Ein Modell vom Panama-Kanal. Und ansonsten 2 Painkiller. Fancy seeing you here. Psst. Tja, aber die Frage ist, wohin gehen wir? Durch den Metalldetektor am besten. Aber wir schlagen keinen Alarm. Schade. Nein. Nein. Bin ich gerade irgendwie... Aber wahrscheinlich müssen wir hier rein, oder? Ah, hahaha. Deswegen laufen wir an dieser Stelle langsamer. Damit was angezeigt wird, dass es da was gibt. Oh, kommen sie runter? Na, wahrscheinlich nicht.
Wenn er kommt, will ich euch auch sehen. Lach halt. Halt erstmal hier außen nochmal. Ob hier irgendwas Cooles rumliegt. Oh, die schießen von hier außen auf mich, ha? Dann gehen wir erstmal nach drinnen. So, das scheint so eine Art Steuerzentrale zu sein, eine historische zumindest. Sieht aus, ob es weiter nach oben geht. Ah, wir sind wirklich im Museum gelandet. Oh, hallo. Nur einfach mal so fürs Protokoll, dass wir das auch mal gemacht haben. Sich irgendwann mal ein anderes Schimpfwort als Puta einfallen lassen können. Scheiße. Das war gerade schlecht. Okay. Das ist nach wie vor... Ja, okay, gut. Dann erschießen wir halt mal den letzten, der noch rumkreucht. Boah, Spinne. Mist. Na komm schon. Hat doch funktioniert. Ich wollte gerade schon sagen, ich weiß, wenn man draufhält, kommen sie wieder nicht. Aber anscheinend doch. Americans had a long and checkered history of involvement in Panama. This was my sorry chapter, for what it's worth. Und die Dialoge sind natürlich sehr cool. Das sind sie durchgängig durchs Spiel. Oh, das hier sieht schon weniger gut aus. Jesus Christ. Ah, da liegt die Daphne. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes,
Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. Also hat Victor doch Branco umgebracht hier, Rodrigo. Exactly. And Marcelo too. It's an awful tragedy for Victor. Huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. Failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. You're the American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. Wie gesagt, genauso fühlt sich's an. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Ja, du, danke schön. That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. It did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there, in large groups, under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Ich kann es mir schon halb vorstellen, was da drin ist. Und ich will es aber deswegen gar nicht wirklich wissen. The Great American Savior of the Poor. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. Okay, und weil ich es nicht... I kept on asking myself, how could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Ja, wie gesagt, und da ich es nicht unbedingt so brennend wissen will, was jetzt hier uns gleich erwartet, werde ich jetzt an dieser Stelle einen Schnitt machen und die Session mal beenden. Und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Ich glaube, bald nähert sich es auch dem Ende zu. Also dann bis dahin. Tschüss.